Hallo liebe Hamsterfans, heute wollen wir ein spannendes und kontroverses Thema diskutieren, und zwar die Frage, können Kinder verantwortungsvoll mit den Bedürfnissen eines Hamsters umgehen? Ich möchte also euch erzählen, was sind die Pro- und was sind die Kontraargumente, wenn es darum geht, können Kinder einen Hamster als Haustier halten. Ich denke, jedem ist klar, dass Kinder ab einem gewissen Alter ein Stück weit Verantwortung übernehmen. Das sieht man, wenn sie mit Geschwistern umgehen, wenn sie mit Freunden umgehen und wenn sie sich im sozialen Kontext bewegen. Und natürlich können Kinder auch die Verantwortung für ein Haustier übernehmen. Ich spreche hier von Kindern etwa ab dem Grundschulalter. Viele Familien haben ja sehr positive Erfahrungen gemacht, indem sie eben Kindern Verantwortung für ein Haustier übertragen. Das kann den Kindern ja auch helfen, Empathie, Verantwortungsbewusstsein und auch ein Stück weit Zeitmanagement zu entwickeln. Kinder brauchen Geduld, Kinder brauchen Einfühlungsvermögen und Kinder lernen, auf die Bedürfnisse eines Tieres Rücksicht zu nehmen. Sie können auch ziemlich schnell lernen, was die Grundlagen der Hamsterpflege sind. Also ein Hamster darf nicht geweckt werden. Ein Hamster braucht sauberes Wasser. Ein Hamster braucht regelmäßige Kontrolle beim Tierarzt. Das sind auch Dinge, die man den Kindern zeigen kann und bei denen man die Kinder mitnehmen kann. Und da sind wir auch schon bei dem wichtigsten Punkt. Ein Kind darf niemals die Verantwortung für ein Haustier alleine übertragen bekommen. Das heißt, Eltern müssen immer unterstützend und auch kontrollierend an der Seite sein. Und da kommt es natürlich darauf an, wie gut kenne ich mein Kind? Kann ich meinem Kind den Wunsch, einen Hamster zu haben, erfüllen? Wie kann ich mein Kind an diesen Umgang mit dem Hamster heranführen? Die Eltern spielen also die aktivere Rolle in dem ganzen Szenario. Das bedeutet auch, dass wenn ein Kind das Interesse an dem Hamster verliert, dass die Eltern einspringen. Und an der Stelle muss ich nochmal sagen, wie viele Hamster in der Corona-Pandemie gekauft wurden, um einem Kind eine Freude zu machen, und wie viele Hamster danach nach kurzer Zeit wieder abgegeben wurden, weil das Kind sich nicht darum gekümmert hat. Das ist natürlich ein No-Go. Das passiert bei allen möglichen Haustieren, und bei Hamstern ist es eben besonders schwierig, weil die Bindung, die das Kind zu dem Tier hat, eben erst nach und nach hergestellt werden kann. Anders als etwa bei einem Familienhund, bei dem sofort eine Beziehung da ist und bei dem der Hund im Idealfall aktiv wird und auf die Familie zugeht und so die Bindung zwischen Kind und Hund stärker ist als die Bindung zwischen einem Kind und einem Hamster. Einen weiteren Punkt, den wir hier ansprechen müssen, ist, was passiert, wenn der Hamster verstirbt. Das ist bei jedem Haustier so, dass ich mit Kindern darüber reden muss, wie gehe ich damit um, wenn mein Haustier stirbt. Nun ist es aber ja meistens so, dass eine Katze oder ein Hund sehr viel länger in der Familie bleiben als ein Hamster, und ich habe auch aus der Community schon Rückmeldungen bekommen, wie furchtbar das war für Kinder und Jugendliche, wenn ein Hamster nach sehr kurzer Zeit verstorben ist, weil sie eben den kleinen Kerl ganz besonders lieb gewonnen haben. Also auch da sollte man überlegen, ab welchem Alter kann ich das meinem Kind zumuten, mit dem Thema Tod umzugehen. Ihr seht also, das Thema ist nicht so leicht. Es ist ein Lernprozess für die ganze Familie. Es ist tatsächlich ein Prozess. Das heißt nicht, dass der Hamster ein Versuchskaninchen ist. Die Familie, vor allem die Eltern, sollten sich im Vorfeld ganz stark über die Hamsterhaltung informieren. Im Idealfall haben die Eltern selbst schon mal im Erwachsenenalter einen Hamster gehalten und kennen die Bedürfnisse und können dann mit dem Kind darüber reden. Was ich vermeiden würde, ist, ein Hamstergehege in das Zimmer eines Kindes zu stellen. Das bringt immer die Gefahr mit sich, dass Freunde des Kindes kommen, den Hamster nehmen. Es bringt auch die Gefahr mit sich, dass der Hamster nachts eventuell zu laut ist und das Kind beim Schlafen stört, oder eben das Kind nicht einschläft, weil es lieber den Hamster beobachtet. Also auch da gibt es verschiedene Dinge, die man beachten kann. Man kann den Hamster ins Wohnzimmer stellen. So haben Eltern die Kontrolle über das Tier und können gezielt entscheiden, wann das Kind mit dem Hamster interagieren kann und wann nicht. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was ihr von dem Thema haltet. Ich weiß, dass es einige aus der Community gibt, die Kinder haben und einen Hamster halten. Ich habe aber auch schon in den Kommentaren gelesen, dass das ein No-Go für viele Personen wäre. Meine Meinung ist, ich glaube, es kommt auf den Einzelfall an. Aber was ich ganz deutlich machen möchte, ist, dass eben Hamster nicht zum Versuchskaninchen werden dürfen und dass sie eben auch nicht zum Ersatz werden dürfen für vielleicht ein Bedürfnis, das ein Kind hat, das man auf andere Art stillen kann. So,
So, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das Video liked, wenn ihr meinen Kanal abonniert und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.